Lektion 1: Morgengewohnheiten. Ich habe gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, diese Gewohnheiten in meine Morgenroutine zu integrieren. Wirklich? Von welchen Gewohnheiten sprichst du? Einfache Dinge wie Dehnübungen, meditieren oder sogar ein gesundes Frühstück genießen. Das hört sich nützlich an. Sie tragen definitiv dazu bei, eine positive Stimmung für den Rest des Tages zu schaffen. Genau. Nach einer guten Morgenroutine fühle ich mich produktiver und konzentrierter. Das sollte ich versuchen. Der Morgen kann manchmal so hektisch sein. Ja, schon 10 Minuten Zeit für sich selbst können einen Unterschied machen. Ich liebe die Idee, den Tag ruhig zu beginnen. Lassen Sie uns beide dazu beitragen, unseren Morgen zu verbessern. Lektion 2: Versorgungsläufe. Ja, lass uns zurückkommen, wann immer wir mehr Vorräte brauchen. Definitiv. Es ist ein großartiger Ort für alle möglichen wichtigen Dinge. Mir gefällt, wie gut der Laden organisiert ist. Es macht das Einkaufen so viel einfacher. Ich stimme zu. Außerdem haben sie immer alles, was wir brauchen, auf Lager. Es ist schön, einen zuverlässigen Ort zu haben, an dem man problemlos Vorräte erhalten kann. Ja, und das Personal ist wirklich hilfsbereit, was den Unterschied macht. Ich schätze guten Kundenservice, es verbessert das Einkaufserlebnis. Absolut. Behalten wir diesen Ort für zukünftige Reisen im Hinterkopf. Ich werde es zu meiner Liste meiner Lieblingsorte hinzufügen. Lektion 3: Zahlungsoptionen. Kann ich in diesem Geschäft mit Kreditkarte bezahlen? Natürlich. Sie akzeptieren alle gängigen Karten, also sollte es Ihnen gut gehen. Das ist toll zu wissen. Es macht das Einkaufen so viel einfacher. Absolut. Aus Bequemlichkeitsgründen nutze ich lieber meine Karte. Ebenfalls, es erspart mir, Bargeld mit sich herumzutragen. Außerdem ist es einfacher, Ihre Ausgaben zu verfolgen, wenn Sie eine Karte verwenden. Genau. Dadurch fühle ich mich immer besser organisiert. Lasst uns unsere Artikel besorgen und dann vorbeischauen. Hört sich gut an. Ich bin bereit zu gehen. Lektion 4: Wochenendpläne. Das hört sich lustig an. Was für Klamotten suchst du dieses Wochenende? Ich hoffe, für unseren Ausflug etwas Lässiges und dennoch Stilvolles zu finden. Das ist eine tolle Idee. Komfort ist der Schlüssel, besonders für einen unterhaltsamen Tag. Ja, und ich möchte mich bei allem, was ich trage, sicher fühlen. Ich verstehe das vollkommen. Das richtige Outfit zu finden, kann richtig Stimmung machen. Genau. Ich werde wahrscheinlich nach leuchtenden Farben für eine fröhliche Atmosphäre suchen. Das klingt perfekt für das Wochenende. Lass uns zusammen einkaufen gehen. Das würde mir gefallen. Es wird schön sein, beim Anprobieren einige Meinungen einzuholen. Dann machen wir es zu einem unterhaltsamen Tag. Lektion 5: Köstliches Curry. Ja, wir haben ein leckeres Gemüse-Curry auf der Speisekarte. Das klingt erstaunlich. Ich liebe würzige Currys. Kann ich den Gewürzgrad an meinen Geschmack anpassen? Natürlich. Sie können wählen, wie mild oder scharf Sie es möchten. Das ist großartig.
Ich mag einen kleinen Kick, aber nicht zu viel Hitze. Perfekt. Es ist schön, Optionen zu haben, wenn es um Gewürze geht. Ich schätze die Flexibilität, es macht das Essen angenehmer. Absolut. Lasst es uns bestellen und gemeinsam ein leckeres Essen genießen. Ich kann es kaum erwarten, reinzuschnuppern. Lektion 6: Künstlerbedarf. Absolut. Ich wollte schon immer neue Farben, Pinsel und Leinwände kaufen. Das ist aufregend. Welche Art von Projekten haben Sie im Sinn? Ich denke darüber nach, einige neue Techniken und Stile auszuprobieren. Das klingt nach einer lustigen Herausforderung. Ich würde gerne sehen, was Sie kreieren. Danke. Ich denke, frische Vorräte werden mich zu mehr Experimenten inspirieren. Es ist erstaunlich, wie neue Materialien die Kreativität neu entfachen können. Ja, und ich kann es kaum erwarten, mit meinem nächsten Meisterwerk zu beginnen. Machen wir dieses Wochenende einen Ausflug in den Kunstladen. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, alles auszuwählen, was ich brauche. Lektion 7: Überprüfung und Anpassungen. Lassen Sie uns abschließend die Möglichkeit einer Überprüfung und Anpassung für unser Projekt besprechen. Das klingt wichtig. Regelmäßige Bewertungen können uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Genau. Es ist wichtig, unsere Fortschritte zu bewerten und notwendige Änderungen vorzunehmen. Ich stimme zu. Anpassungen können auf lange Sicht zu besseren Ergebnissen führen. Auf welche spezifischen Bereiche sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich glaube, wir sollten uns zuerst unsere Zeitpläne und Ressourcenzuteilung ansehen. Das macht Sinn. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass wir über genügend Ressourcen verfügen. Ja, und wir sollten auch Feedback vom Team einholen, um etwaige Herausforderungen zu identifizieren. Tolle Idee. Ihre Erkenntnisse können wertvolle Perspektiven liefern. Lektion 8: Angst überwinden. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen, sie sind Teil des Lernens. Ich schätze diesen Rat, aber ich habe Angst, dass die Leute mich auslachen. Ich verstehe diese Angst, aber jeder macht irgendwann einmal Fehler. Wahr. Ich denke, es ist ganz natürlich, nervös zu sein, wenn man Fehler macht. Genau. Entscheidend ist, wie wir aus diesen Erfahrungen lernen und wachsen. Sie haben recht. Ich sollte mich auf die Lektionen konzentrieren und nicht auf die Angst vor einem Urteil. Ja. Das Akzeptieren von Fehlern kann im Laufe der Zeit tatsächlich zu mehr Selbstvertrauen führen. Ich werde versuchen, das im Hinterkopf zu behalten, wenn ich das nächste Mal Angst habe. Das ist der Geist. Denken Sie daran, es ist alles Teil der Reise. Lektion 9: Tanzbewegungen. Die Tänzer drehten sich während der Aufführung in entgegengesetzte Richtungen. Es muss faszinierend ausgesehen haben. Ich liebe es, wenn Routinen dynamische Bewegungen haben. Ja. Bald endet das Lied und die Jungs gehen zu ihren endgültigen Positionen. Das klingt spannend. Ich kann mir die Energie im Raum vorstellen. Das war es wirklich. Das Publikum war von ihrem Können fasziniert. Tanz kann eine so kraftvolle Ausdrucksform sein. Absolut. Es erzählt eine Geschichte, ohne dass es Worte braucht.
Ich würde Sie gerne eines Tages live auftreten sehen. Halten wir Ausschau nach Ihrer nächsten Show. Es wird sich lohnen. Lektion 10. Picknickvorbereitungen. Das ist eine gute Idee. Ich bringe ein paar Sandwiches für unser Picknick mit. Großartig. Was sollten wir sonst noch mitbringen, damit es Spaß macht? Wir könnten etwas Obst und vielleicht ein paar Getränke hinzufügen, um die Sache erfrischend zu halten. Ja. Snacks sind entscheidend für einen gelungenen Ausflug. Wie wäre es mit ein paar Chips für einen knusprigen Leckerbissen? Perfekt. Chips sind immer eine tolle Ergänzung zu jeder Mahlzeit. Und eine Decke zum Sitzen beim Essen sollten wir nicht vergessen. Absolut. Komfort ist bei einem Picknick das A und O. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen, damit wir nichts Wichtiges vergessen. Lektion 11. Aus Fehlern lernen. Mach dir keine Sorge, Fehler passieren. Machen Sie einfach weiter und lernen Sie von ihnen. Ich weiß, aber manchmal ist es entmutigend, wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen. Ich verstehe dieses Gefühl, aber jeder Fehler ist eine Chance zu wachsen. Sie haben recht. Es kommt darauf an, wie wir auf diese Momente reagieren. Genau. Wenn wir Fehler als Lernerfahrungen betrachten, werden sie weniger entmutigend. Ich werde versuchen, meine Perspektive zu ändern, wenn ich das nächste Mal einen Rückschlag erlebe. Das ist eine tolle Einstellung. Es wird Ihnen helfen, widerstandsfähiger zu werden. Vielen Dank für die Ermutigung. Es hilft mir wirklich, mich besser zu fühlen. Jederzeit. Denken Sie daran, jeder Schritt vorwärts ist ein Fortschritt. Lektion 12. Friedlicher Aufenthalt. Wir hoffen, dass Sie während Ihres Besuchs einen ruhigen Aufenthalt in Ihrem Hotel haben. Danke schön. Ich freue mich auf ein entspanntes Erlebnis. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen den Komfort zu bieten, den Sie benötigen. Das ist beruhigend. Guter Service kann eine Reise wirklich bereichern. Absolut. Wir sind stolz darauf, eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Das weiß ich zu schätzen. Es macht den Unterschied für Reisende. Wenn Sie etwas brauchen, zögern Sie nicht zu fragen. Ich werde. Zu wissen, dass Unterstützung verfügbar ist sehr beruhigend. Genießen Sie Ihre Zeit hier und lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas verbessern können. Lektion 13. Sambesi-Stromschnellen. Leider gab es auf dem Sambesi zu viele Stromschnellen für die Schifffahrt. Das ist eine Schande. Es wäre erstaunlich gewesen, wenn Schiffe den Fluss hinauffahren könnten. Ja, es würde so viele Möglichkeiten für Handel und Reisen eröffnen. Genau. Der Innenraum wäre viel zugänglicher. Es ist faszinierend, wie die Geografie unsere Entdeckungsfähigkeit beeinflusst. Ich stimme zu. Flüsse spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbindung von Gemeinschaften. Wenn die Stromschnellen nur nicht so anspruchsvoll wären, sähe es vielleicht anders aus. Ja, aber es ist auch beeindruckend, wie die Natur solche Hindernisse schaffen kann. Wahr. Die Schönheit der Natur geht oft mit ihren Herausforderungen einher. Lektion 14. Taxibedarf. Muss ich stattdessen ein Taxi nehmen, um zur Veranstaltung zu gelangen? Kein Taxi nötig, von hier aus sind es nur 10 Minuten zu Fuß.
Das ist großartig. Ich gehe gerne spazieren, besonders bei schönem Wetter. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, die Umgebung zu genießen und sich zu bewegen. Genau. Außerdem habe ich unterwegs Zeit, die Landschaft zu genießen. Es ist immer schön, die Gegend zu Fuß zu erkunden, anstatt zu hetzen. Ich stimme zu. Beim Gehen können Sie Dinge bemerken, die Sie in einem Auto möglicherweise übersehen. Genau. Gehen wir unbedingt etwas früher los, damit wir den Spaziergang genießen können. Gute Idee. Ich freue mich darauf. Lektion 15: Geräte anschließen. Nehmen Sie sich Zeit, es sollte in der Liste der verfügbaren Netzwerke erscheinen. Ich versuche es, aber es scheint, als ob mein Gerät keine ordnungsgemäße Verbindung herstellt. Manchmal braucht es einen Moment, um das Netzwerk zu erkennen. Ich werde noch etwas warten und schauen, ob es angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, können wir versuchen, Ihr Gerät neu zu starten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde es bei Bedarf versuchen. Technologie kann manchmal knifflig sein, aber wir werden es herausfinden. Ja, ich schätze Ihre Geduld. Es hilft, meine Frustration zu lindern. Kein Problem. Lassen Sie uns es gemeinsam angehen und sie vernetzen. Lektion 16: Familienbesuch. An einem anderen Tag besuchten wir meine Tochter. Das hört sich herrlich an. Wie geht es ihr? Sie lebt auf einem Bauernhof, eine Autostunde von hier entfernt. Wow, das muss eine wunderschöne Gegend sein. Auf Bauernhöfen herrscht eine so friedliche Atmosphäre. Das tut es wirklich. Die Landschaft ist atemberaubend, besonders am Morgen. Ich kann es mir vorstellen. Zeit mit der Familie in der Natur zu verbringen, klingt perfekt. Ja, und sie liebt es, uns ihren Bauernhof und all die Tiere zu zeigen. Das klingt nach einem wunderbaren Erlebnis. Familienbesuche sind etwas ganz Besonderes. Absolut. Ich schätze die gemeinsam verbrachten Momente. Lektion 17: Inseln und Lava. Wussten Sie, dass einige Inseln aus Lavagestein bestehen, das von Vulkanen stammt? Ja, das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie diese Inseln über der Meeresoberfläche entstehen. Genau. Allerdings gibt es auf einigen dieser Inseln keine aktiven Vulkane mehr. Das stimmt. Es lässt Sie darüber nachdenken, wie sich die Landschaft im Laufe der Zeit verändern kann. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie sich die Natur entwickelt. Ich frage mich, wie die ursprünglichen Landschaften aussahen, bevor sie sich zu Inseln formten. Sie müssen ganz anders gewesen sein, mit viel vulkanischer Aktivität. Es ist erstaunlich, welche Macht die Natur hat, die Erde zu formen. Absolut. Die Erkundung dieser Inseln wäre ein aufregendes Abenteuer. Lektion 18: Druckerverfügbarkeit. Gibt es in diesem Hotel einen Drucker für Gäste? Ja, natürlich. Das ist perfekt für alle, die Dokumente drucken müssen. Welche Druckoptionen gibt es? Können wir in Farbe oder nur in Schwarz-Weiß drucken? Sie bieten tatsächlich beide Optionen an, was sehr praktisch ist. Das ist großartig. Es ist schön, diese Flexibilität zu haben, insbesondere für Reisende.
Absolut. Es erleichtert die Bewältigung kurzfristiger Anforderungen. Ich kann mir vorstellen, wie nützlich es auch für Geschäftsreisende wäre. Ja, und es ist eine nette Geste, die zum Gesamterlebnis der Gäste beiträgt. Das freut mich. Dadurch fühle ich mich wohler, wenn ich hier bleibe. Lektion 19: Traditionelles Essen. Ich bin wirklich neugierig auf Ihr traditionelles Essen. Ja, es ist immer interessant, auf Reisen lokale Gerichte zu probieren. Allerdings bin ich etwas nervös, weil ich nicht weiß, was ich mit einigen der unbekannten Lebensmittel anfangen soll. Das ist völlig verständlich. Es kann einschüchternd sein, neue Dinge auszuprobieren. Ich hoffe, dass Sie einige Erklärungen zu den Gerichten geben, bevor wir eintauchen. Ja, ein wenig Anleitung kann die Erfahrung viel angenehmer machen. Ich würde gerne etwas über die verwendeten Zutaten und Kochmethoden erfahren. Das würde unsere Wertschätzung für die Küche auf jeden Fall steigern. Fragen wir die Einheimischen nach Empfehlungen, was wir zuerst probieren sollten. Lektion 20: Sich gegenseitig anfeuern. Ich kann nur zustimmen. Lasst uns weiterhin einander anfeuern und engagiert bleiben. Ja, gegenseitige Unterstützung ist so wichtig, um unsere Ziele zu erreichen. Es hilft wirklich, jemanden zu haben, der einen auf dem Weg begleitet. Absolut. Es hält die Motivation hoch und erleichtert die Bewältigung von Herausforderungen. Darüber hinaus macht es die Reise noch lohnender, die Erfolge des anderen zu feiern. Ja. Jeder kleine Sieg verdient Anerkennung. Ich denke, dass wir beide Großes erreichen können, wenn wir zusammenhalten. Definitiv. Lasst uns weiterhin gegenseitig anspornen, unser Bestes zu geben. Ich bin gespannt auf das, was vor uns liegt. Lektion 21: Karibische Ursprünge. Wussten Sie, dass die meisten Menschen in der Karibik ihren Ursprung in Ländern haben, die zu den Briten gehören? Ja, es ist faszinierend, wie die Kolonialisierung die Kultur dort beeinflusst hat. Genau. Die Mischung unterschiedlicher Hintergründe schafft ein einzigartiges kulturelles Gesamtbild. Ich liebe die Vielfalt der Karibik mit ihren vielen Sprachen und Traditionen. Ja, und es macht die Reise dorthin zu einem so bereichernden Erlebnis. Ich würde gerne die Geschichte erkunden und sehen, wie sie die Inseln heute geprägt hat. Es gibt so viel über die Auswirkungen von Migration und Kultur zu lernen. Absolut. Es wäre interessant, Einheimische zu treffen und ihre Geschichten zu hören. Planen wir eine Reise, um in diese lebendige Kultur einzutauchen. Lektion 22: Campinggrundlagen. Definitiv. Vergessen wir nicht, auch eine hochwertige Isomatte zu kaufen. Das ist eine tolle Idee. Eine bequeme Matte macht beim Camping einen großen Unterschied. Ja, vor allem, wenn Sie eine erholsame Nacht unter den Sternen verbringen möchten. Genau. Es geht darum, das Erlebnis angenehm und entspannend zu gestalten. Ich werde nach einem suchen, der auch eine gute Isolierung bietet. Das ist wichtig. Es hilft, uns nachts warm zu halten. Ich freue mich auf unseren Campingausflug. Es wird ein lustiges Abenteuer. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, bevor wir losfahren.
Vereinbart. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reise. Lektion 23. Windige Momente. Alles bewegte sich wegen des Windes, es war ein echter Anblick. Das klingt interessant. War es eine starke Brise? Ja, es war stark genug, um alles sanft schwanken zu lassen. Ich liebe es, wie der Wind der Umwelt so viel Leben einhauchen kann. Dann passierte das Komischste, ich habe meinen Hut verloren. Oh nein! Ist es im Wind weggeflogen? Ja, es flog ab wie ein Vogel. Ich musste es verfolgen. Das muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Es war. Endlich habe ich es verstanden, aber nicht ohne ein paar Lacher. Lektion 24. Dekorationstipps. Suchen Sie nach erschwinglichen Möglichkeiten, Ihren Raum zu dekorieren? Ja, das bin ich. Haben Sie Tipps, wie Sie einen Raum umgestalten können, ohne zu viel auszugeben? Absolut. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, die Wände mit Farbe aufzufrischen. Das ist eine tolle Idee. Eine neue Farbe kann die Atmosphäre wirklich verändern. Sie können auch einige Pflanzen hinzufügen, sie bringen Leben und Farbe in einen Raum. Ja. Pflanzen sind nicht nur schön, sondern verbessern auch die Luftqualität. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Möbel umzustellen, manchmal kann ein neues Layout Wunder bewirken. Darüber habe ich nie nachgedacht. Es ist, als würde man dem Raum ein völlig neues Aussehen verleihen. Genau. Kleine Veränderungen können eine große Wirkung erzielen. Lektion 25. Hotelausstattung. Sind in unserem Hotelaufenthalt irgendwelche Annehmlichkeiten enthalten? Ja, es gibt einen Fitnessraum, einen Pool und ein kostenloses Frühstück für alle Gäste. Das klingt fantastisch. Ein Fitnessstudio ist perfekt, um mein Fitnessprogramm aufrechtzuerhalten. Absolut. Und ein Pool zum Entspannen ist ein schöner Bonus. Ich liebe Hotels, die kostenloses Frühstück anbieten. Es spart morgens Zeit. Ja. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Tag mit einem guten Essen zu beginnen. Ich bin froh, dass wir uns für diesen Ort entschieden haben. Es scheint alles zu haben, was wir brauchen. Definitiv. Es macht unseren Aufenthalt viel angenehmer und bequemer. Ich kann es kaum erwarten, bei unserer Ankunft alle Einrichtungen zu besichtigen. Lektion 26. Reisepläne. Ich habe vor, 2 Wochen lang zu reisen, damit ich in jedem Land ein paar Tage verbringen kann. Das klingt nach einer tollen Reise. Welche Länder besuchen Sie? Ich denke darüber nach, Spanien, Italien und Griechenland zu erkunden. Wow, das sind alles wunderschöne Reiseziele mit einer reichen Geschichte. Ja, ich möchte in die Kultur eintauchen und die lokale Küche probieren. Das ist eine tolle Idee. Essen ist ein so wichtiger Teil des Reisens. Ich habe auch vor, einige berühmte Sehenswürdigkeiten und versteckte Schätze zu besuchen. Perfekt. Der Ausgleich zwischen beliebten und weniger bekannten Orten sorgt für ein großartiges Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 27. Auswahl der Linsenfarbe. Haben Sie für mein Gesicht über die Farbe der Linsen nachgedacht? Ja, das habe ich. Ich denke, ein hellerer Farbton würde Ihre Gesichtszüge wirklich ergänzen.
Das hört sich gut an. Ich möchte etwas, das meinen Look unterstreicht, ohne zu gewagt zu wirken. Genau. Eine dezente Farbe kann einen großen Unterschied machen und gleichzeitig natürlich aussehen. Außerdem möchte ich darauf achten, dass die Gläser einen guten UV-Schutz bieten. Das ist klug. Der Schutz Ihrer Augen ist genauso wichtig wie gutes Aussehen. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Es hilft mir, mich bei meiner Wahl sicherer zu fühlen. Ich helfe gern. Wir stellen sicher, dass Sie das perfekte Paar finden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie aussehen, wenn ich sie habe. Lektion 28. Ich suche Rat. Dann ist das großartig. Ich könnte etwas Anleitung von jemandem gebrauchen, der sich in einer neuen Stadt auskennt. Absolut. Ohne das Wissen eines Einheimischen kann es schwierig sein, sich an einem neuen Ort zurechtzufinden. Ja, ich möchte das Beste aus meinem Besuch machen, ohne wichtige Orte zu verpassen. Ich kann Ihnen einige Tipps und Sehenswürdigkeiten geben, die Sie unbedingt gesehen haben müssen, von denen ich denke, Das wäre dass Sie sie fantastisch. lieben werden. Ich bin gespannt darauf, mehr über die verborgenen Schätze zu erfahren. Es gibt einige tolle Restaurants und Parks, die nicht in den Reiseführern stehen. Perfekt. Ich würde gerne die Kultur abseits der üblichen Touristengebiete erleben. Lassen Sie uns einen Tag zum gemeinsamen Erkunden planen. Es wird Spaß machen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass Sie so hilfsbereit sind. Lektion 29. Verspäteter Flug. Hallo. Warten Sie auch auf einen verspäteten Flug? Ja, es ist so frustrierend. Haben Sie Neuigkeiten gehört? Noch nicht. Ich habe alle paar Minuten auf der Tafel nachgeschaut, aber keine Neuigkeiten. Ebenfalls. Es ist schwer, geduldig zu bleiben, wenn man bereit ist zu gehen. Ich weiß. Normalerweise komme ich gerne früh an, um solche Situationen zu vermeiden. Ich auch. Es fühlt sich wie Zeitverschwendung an, einfach nur herumzusitzen. Absolut. Ich hoffe, dass Sie bald etwas bekannt geben, damit wir loslegen können. Daumen drücken. Zumindest können wir uns gegenseitig Gesellschaft leisten, während wir warten. Das stimmt. Es ist viel besser, als alleine zu sitzen. Lektion 30. Starttipps. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wenn ich mein neues Projekt starte? Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem klaren Plan beginnen, damit Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen. Das klingt nach einer soliden Strategie. Ohne eine klare Richtung bin ich oft überfordert. Ja, eine Roadmap kann Ihnen helfen, organisiert und motiviert zu bleiben. Ich werde auf jeden Fall meine Ziele skizzieren, bevor ich eintauche. Und vergessen Sie nicht, Aufgaben in kleinere Schritte aufzuteilen. Es macht Sie handlicher. Das ist eine tolle Idee. Kleine Siege können wirklich dabei helfen, den Schwung aufrechtzuerhalten. Genau. Feiern Sie diese Erfolge unterwegs. Danke für den Rat. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Lektion 31. Raumpräferenzen. Großartig. Welche Art von Zimmer suchen Sie? Ich bevorzuge ein Einzelzimmer mit Blick auf die Stadt, es verleiht meinem Aufenthalt eine besondere Note. Das hört sich herrlich an. Ein Ausblick kann das Gesamterlebnis wirklich bereichern.
Ja, mit einer wunderschönen Skyline aufzuwachen ist so ein schöner Start in den Tag. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, einen Ort zum Entspannen und Genießen der Landschaft zu haben. Genau. Haben Sie auch eine Vorliebe für Ihr Zimmer? Wenn möglich, würde ich mir ein Zimmer mit Balkon wünschen. Das wäre perfekt, um die frische Luft zu genießen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Funktionen bei der Buchung anfragen. Lektion 32: Umgang mit Charakteren. Ich kenne Leute, die Sie ein wenig an die Charaktere in diesen Stücken erinnern. Das ist interessant. Es ist erstaunlich, wie sympathische Charaktere bei uns Anklang finden können. Ja, dadurch wirken die Geschichten persönlicher und fesselnder. Ich stimme zu. Wenn Charaktere reale Merkmale widerspiegeln, verleiht das der Erzählung Tiefe. Genau. Es lässt mich darüber nachdenken, dass wir alle unsere eigenen Geschichten zu erzählen haben. Ja. Jede Person, die wir treffen, hat einzigartige Erfahrungen, die sie prägen. Es ist faszinierend, diese Reflexionen in Kunst und Kultur zu sehen. Absolut. Es bereichert unser Verständnis der menschlichen Natur. Lassen Sie uns weitere Stücke erkunden, die solche Charaktere hervorheben. Lektion 33: Work-Life-Balance. Was würden Sie vorschlagen, wenn jemand Probleme mit der Work-Life-Balance hat? Ich würde vorschlagen, kleine Schritte zu unternehmen und klare Grenzen zu setzen. Das ist eine tolle Idee. Es ist wichtig, der persönlichen Zeit Priorität einzuräumen. Ja, und selbst einfache Maßnahmen wie das Einplanen von Pausen können einen Unterschied machen. Ich stimme zu. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Genau. Konsistenz ist der Schlüssel zum Aufbau einer gesunden Routine. Das werde ich mir merken. Kleine Änderungen können zu großen Verbesserungen führen. Ja. Und zögern Sie nicht, bei Bedarf um Unterstützung zu bitten. Danke für den Rat. Ich fühle mich besser gerüstet, diese Herausforderung anzugehen. Lektion 34: Notausgang. Also gut, ich werde mich jetzt auf den Weg zum nächsten Notausgang machen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, Ihre Ausstiegsrouten zu kennen. Ja, Sicherheit sollte in jeder Situation immer Priorität haben. Definitiv. In Notfällen ist es wichtig, ruhig und konzentriert zu bleiben. Ich bin froh, dass wir vorbereitet sind und wissen, wohin wir gehen müssen. Absolut. Es gibt mir die Gewissheit, dass wir einen Plan haben. Halten wir auch Ausschau nach Ankündigungen. Ja, informiert zu sein hilft uns, die besten Entscheidungen zu treffen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie hier proaktiv vorgehen. Lektion 35: Geschichte der Niagarafälle. Als die ersten Europäer nach Niagara kamen, waren die Wasserfälle von Wald umgeben. Das klingt wunderschön. Ich kann mir vorstellen, wie atemberaubend es gewesen sein muss. Ja, der Lärm der Wasserfälle war kilometerweit zu hören. Das ist unglaublich. Es muss ein beeindruckender Anblick für Sie gewesen sein. Absolut. Die Kraft der Natur ist wirklich faszinierend. Ich liebe die Verbindung von Geschichte und Natur an solchen Orten. Ja, und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich die Landschaft im Laufe der Zeit verändert hat. Ich würde gerne mehr über die Geschichten der Menschen erfahren, die dort lebten.
planen wir einen Besuch der Niagarafälle und erkunden Sie ihre reiche Geschichte.